ganze IAA zieht sich natürlich die Klimadebatte durch. Aufgrund des Dieselskandals und der anhaltenden Debatte um Umweltverträglichkeit, Klimaverträglichkeit des Autoverkehrs ist das eigentlich das dominierende Thema, wenngleich natürlich auch klassische Autos vorgestellt werden. Klima ist aber dominierend und es werden hier demnächst auch Demonstrationen anstehen. Also die Autoindustrie wird hier nicht nur Gründe zu feiern haben, sondern wird auch kritisch unter die Lupe genommen werden. Und aktuell gibt es eigentlich 3 große Herausforderungen. Das erste ist konjunktureller Art. Momentan sinken die Pkw-Verkäufe weltweit, in der EU und den USA zum Beispiel um 2-3% im ersten Halbjahr, in China sogar minus 13%. Und dann gibt es 2 technologische Megatrends. Das eine ist das gesamte Thema autonomes, vernetztes Fahren, also wenn man so will, das digitale Auto. Das zweite Thema die Entwicklung neuer Antriebstechnologien. Und in beiden Feldern muss die Automobilindustrie massiv investieren, obwohl die Märkte noch relativ klein sind. Momentan haben wir einen Anteil der Elektromobilität an den gesamten Pkw-Verkäufen weltweit von 2-2,5%. In der EU waren es im ersten Halbjahr genau 2,4%. Es gibt einzelne Länder, in denen der Anteil deutlich höher ist. Norwegen liegt über 50%, was aber daran liegt, dass dort massiv subventioniert wird. Ja, die positiven Effekte, die sich viele von der Elektromobilität für den Klimaschutz versprechen, die sind aus meiner Sicht illusorisch. Die Fahrzeuge brauchen eine relativ hohe Fahrleistung, um gegenüber einem Verbrenner besser abzuschneiden. Und dann kommen noch Probleme hinzu beim Rohstoffgewinn. Also da dürfte nicht so viel positiver Effekt bei hängen bleiben. Und unterm Strich, individuelle Mobilität, egal wie sie angetrieben wird sicherlich nicht die Lösung für die Klimaziele sein, die sich die Politik setzt. Das hängt ganz stark von der staatlichen Regulierung ab. Heute entfallen ungefähr 80% des Personenverkehrs auf den Pkw. Wir haben in Deutschland heute 6 Millionen Autos mehr auf den Straßen als vor 10 Jahren. Für mich sieht also Automüdigkeit anders aus. Aus meiner Sicht wird auch in 10 oder 20 Jahren das Auto noch eine Wesensstütze des Personenverkehrs sein. Es sei denn, von staatlicher Seite wird der Besitz eines Autos deutlich verteuert oder durch andere Maßnahmen erschwert. Natürlich wird das Auto der Zukunft weniger klimaschädlich sein, es wird stärker vernetzt sein, es wird mit anderen Fahrzeugen kommunizieren. Und was zur Wahrheit gehört, wir werden auch mehr ÖPNV brauchen und mehr Effizienz im ÖPNV und mehr Komfort. Das zählt auch mindestens zu einem effizienten Verkehrssektor der Zukunft.